Wir sind ja nach der Wende, weiß jetzt gar nicht, wie es sich ergeben hat, haben wir auch zum Teil eine Zeit lang Leute gehabt, dadurch habe ich nebenbei den Holger kennengelernt, dass ich dann 96, 97 die 3 Monate in Tansania sein konnte, wo wir Westdeutsche und Ostdeutsche, die mit Tansania zu tun hatten, so eine Gruppe mal gefunden hatten. Und wir haben natürlich gemerkt, dass wir aus völlig verschiedenen Hintergründen nach Tansania gegangen sind. Also die Westdeutschen sehr viele wirklich mit kirchlichem Hintergrund und zum Teil dort wirklich auch unter Bedingungen gelebt, wo ich sage, das geht gar nicht. Also der eine, an den ich mich noch sehr gut, weil er mich eigentlich sehr beeindruckt hat, erinnere, der hat gesagt, na, ich habe das erste Jahr gebraucht und erst mal dort das Haus gebaut, wo ich mit meiner Frau, die schwanger war, sozusagen dann leben konnte. Also da habe ich noch gar nicht groß was dort tun können, sondern ich musste erst mal dafür sorgen, dass ich ein Dach über den Kopf habe. Das hätte die DDR nie gemacht. Bei uns war alles geklärt. Wir sind angekommen, wir sind abgeholt worden. Da war die Wohnung oder das Haus schon alles fertig. Klar, bei uns in Sansibar war der Kühlschrank nicht kaputt. Da sind sie ins Nachbarhaus, haben dort ihn geholt, weil die sind eine Woche später gekommen. Also bei uns hat das alles an der Stelle geklappt. Also ich habe das gesehen, dass die natürlich mit den auch ganz stark engagiert, die Westdeutschen, aber eigentlich mit wenig Unterstützung ihres Staates, bis gar keine Unterstützung ihres Staates, während wir die völlige Unterstützung des Staates hatten. Also wenn war es die Kirche und selbst dann war das auch nicht in dem Maße, wie wir das hatten. Also, aber sie haben natürlich mit demselben Engagement oder vielleicht sogar noch mehr Engagement, weil wenn man unter solchen Bedingungen erstmal anfängt, hat man möglicherweise sogar noch mehr Engagement. Also das kann ich jetzt von dem her bloß so sagen, das habe ich halt mit denen kennengelernt. Es hat sich dann aber wieder zerschlagen, weil wir wollten eigentlich irgendwas Gemeinsames in Tansania machen und da sind wir dann doch nicht unter einen Hut gekommen. Und das hat vielleicht auch Gründe, warum wir Ostdeutschen mit den Westdeutschen dann doch nicht unter einen Hut gekommen sind. Der Holger war aus dem Osten, deswegen habe ich auch weiter Kontakt gehabt. Zu anderen hat man dann den Kontakt nicht mehr gehabt. Das war so ein, wenn ich es jetzt rückblickend sage, würde ich vielleicht sagen, das war so ein bisschen grün elitär auch angehaucht im Teil, was die Westdeutschen da gemacht haben. Vielleicht war das nämlich auch so ein Grund, weshalb wir hatten dann vielleicht eher einen anderen Ansatz gehabt, während so die, ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber die hatten so ein, es hat nicht zu uns gepasst. Also es hat irgendwo dann doch nicht zusammengepasst, sodass wir es dann im Endeffekt auch nicht zusammen gemacht haben. Also da hatten wir zum Beispiel auch vor, deswegen war der Text von meinem Vater, den ich halt nochmal gefunden habe, wir wollten auch zusammen da mal was veröffentlichen und so. Ne? Aber das hat dann irgendwie, hatten wir da zu weitgehend auseinandergehende Vorstellungen. Und das, denke ich, lag mit unserer unterschiedlichen Sozialisation zusammen. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich dann doch wieder für den DDR-Ansatz entscheiden und weniger für den Westdeutschen. Und jetzt nicht nur wegen den materiellen Situationen, die sie vor Ort waren, sondern ich glaube schon, dass dann an der Stelle der DDR-Ansatz doch ein bisschen mehr eine Hilfe war als das andere, auch wenn, also ich finde auch dieses Kirchliche nicht ganz unproblematisch, weil wir sollten uns dort nicht in diese Sachen einmischen. Das ist ihre Entscheidung, an was sie glauben, wie sie leben und nicht so, es geht uns eigentlich nichts an.